Ein geheimnisvolles Volk im Dunkel der Vergangenheit. Die Germanen. Barbaren nannten sie die Römer und hielten sie für Wilde ohne Kultur. Kannten sie nichts außer Kampf und Krieg? Woran haben sie geglaubt? Wovor sich gefürchtet? Wie standen sie zur Weltmacht Rom? Was haben sie uns hinterlassen? Was wissen wir von ihnen? Wer waren die Germanen? Oktober 1935. Ein Grabhügel auf der dänischen Insel Fünen wird von Archäologen untersucht. Er stammt aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, aus der Zeit der Germanen. Die Ausgräber machen eine sensationelle Entdeckung. Das Grab einer germanischen Priesterin. Erkennbar ist das an den Beigaben. Pflanzensamen, versteinerte Seeigel und Weidenstäbchen. Sie hatten vermutlich magische Funktion. Wer die Tote war, ist unbekannt, denn Lebensgeschichten germanischer Frauen aus dieser Zeit sind nicht überliefert. Doch römische Historiker erwähnen bereits damals immer wieder den großen Einfluss, den Priesterinnen bei den Germanen haben. Antike Quellen und moderne Wissenschaft machen es heute möglich, vom Leben einer germanischen Priesterin zu erzählen. Nennen wir sie Basena. Dies könnte ihre Geschichte sein. Unser Stamm war in Gefahr. Es drohte Krieg mit den Römern. Ich befragte das Orakel. Sollten wir kämpfen? Was würden die Zeichen verkünden? Die Stäbchen einer heiligen Weide würden mir die Zukunft weissagen. Das Schicksal der Sweben meines Stammes lag in der Hand der Götter. Was würden sie raten? Ich sah eine Warnung. Bis zum Mondtod kein Kampf. Die Waffen müssen ruhen bis Neumond. Fürst der Sweben ist Ariovist. Die Weissagung der Seherin wird ihm vermutlich nicht gefallen haben, denn die Sweben sind wegen ihrer Kampfbereitschaft gefürchtet. Doch den Spruch der Götter muss jeder achten. Das Jahr 58 vor Christus. Die Sweben glauben, dass Priesterinnen ihnen die Zukunft weissagen können. Seherinnen haben deshalb eine wichtige Stellung in ihrer Gemeinschaft. Das überliefert der römische Historiker Tacitus, der wichtigste antike Autor, der von den Stämmen des Nordens berichtet. Den Frauen wohnt etwas Heiliges inne. Die Germanen verwerfen weder ihre Ratschläge, noch missachten sie ihre Weissagungen. Ursprünglich siedelten die Sweben in der norddeutschen Tiefebene. Die erfahrenen Krieger sind als Söldner nach Gallien gerufen worden. Das reiche und fruchtbare Land gefällt ihnen. Sie gründen ein eigenes Reich im Gebiet des heutigen Elsass. Doch dann, im Jahr 58 vor Christus, dringt der römische Feldherr Caesar in das Land der Sweben vor. Nach dem Spruch der Götter erklärte Ariovist sich bereit, mit den Römern zu verhandeln. Caesar forderte von ihm, unser Land zu verlassen. Ariovist lässt sich von Caesar nicht einschüchtern. Seit 17 Jahren leben die Sweben schon in Gallien. Doch Roms Militärmacht haben sie noch nicht kennengelernt. Als Caesar mit seinen Legionen droht, erwidert der Swebenfürst, er sei früher nach Gallien gekommen als die Römer. Caesar sei in sein Gebiet eingedrungen. Die Swebenkrieger sind entschlossen. Niemals werden sie ihr Land verlassen. Beim Anblick der kampfbereiten Männer räumt Caesar das Feld. Für dieses Mal. Es ist seine erste Konfrontation mit den furchteinflößenden Stämmen des Nordens.
Die wenigen Germanendarstellungen aus der Antike sind römisch. Sie verraten, wie man sich die Menschen des Nordens vorstellte. Mit langen Bärten, roh und grobschlächtig. Caesar selbst beschrieb sie so. Die Germanen sind von ungeheurer Körpergröße, unglaublich tapfer und waffenerprobt. Nicht einmal den scharfen Blick ihrer Augen kann man aushalten. Die Haartracht der Sweben ist auf einem römischen Bronzekessel dargestellt. Caesar schreibt über sie: Sie sind der kriegerischste Stamm der Germanen. Ihr Haar kämmen sie seitwärts und binden es zu einem Knoten zusammen. Ein Schädelfund zeigt, was Caesar beschrieb. Im Moor hat sich ein Svebenknoten über 2 Jahrtausende erhalten. Die ungewöhnliche Haartracht ist kein Ausdruck von Eitelkeit, sondern eine Drohgebärde, wie Tacitus bemerkt. Sie wollen mit der Frisur eine gewisse Größe erreichen und Schrecken in den Augen der Feinde verbreiten. Und Caesar berichtet, dass die Krieger damit Erfolg haben. Ein solcher Schrecken ergriff das ganze Heer, dass die Gemüter aller in Panik gerieten. Die Legionen weigern sich, gegen Ariovist in den Kampf zu ziehen. Doch Caesar warnt, die Sweben seien eine Gefahr, nicht nur für Gallien, sondern für das gesamte römische Reich. Und sie seien nur die Vorhut eines mächtigen Volkes. Er gibt diesem Volk einen Namen: die Germanen. Caesars Propagandacoup hat Erfolg. In Rom spricht es sich schnell herum. Nördlich des Imperiums gibt es ein mächtiges, feindliches Volk. Die Germanen waren ursprünglich nur ein Stamm unter vielen anderen, wie die Friesen, Langobarden oder Sweben. Um die Gefahr für Rom jedoch größer erscheinen zu lassen, fasste Caesar alle Stämme unter einem Namen zusammen: Germanen. Und ihr Siedlungsgebiet rechts des Rheins nannte er Germanien. Angestachelt von ihrem Feldherrn ziehen Caesars Legionäre in den Kampf. Die germanische Gefahr vor Augen sind sie endlich bereit, es mit den Sweben aufzunehmen. Doch die halten sich an den Spruch des Orakels. 5 Tage lässt Caesar seine Truppen vor ihrer Wagenburg aufmarschieren. Er versucht, die dort verschanzten Germanen zum Kampf zu provozieren. Am 6. Tag, als ich die Römer wieder vor unserem Lager aufmarschieren sah, ahnte ich, dass Ariovist die Herausforderung nicht länger ertragen würde. Aber noch war Neumond nicht gekommen. Caesars Legionen wollen die offene Feldschlacht, in der sie überlegen sind. Am 6. Tag tut der Anführer der Sueben ihnen den Gefallen. Der römische Historiker Cassius Dio berichtet: Ariovist kümmerte sich nicht mehr um die Weissagung der Priesterin, und als die Römer sich in Schlachtordnung aufgestellt hatten, ließ er sein Heer gleichfalls ausrücken. Im heutigen Elsass treffen die gegnerischen Truppen aufeinander. In 7 Keilen lässt Ariovist seine Krieger gegen die Römer aufmarschieren. Eberkopf nennen die Germanen ihre gefürchtete Taktik. Mit einem Rammstoß wollen sie die feindlichen Reihen durchbrechen und die Römer schlagen. In Keilformation stürmen die Germanen gegen die Kohorten der Römer. Cassius Dio schreibt über die Schlacht in Gallien: Sie kämpften mehr mit ihren Leibern als mit den Waffen. Beim Kampf Mann gegen Mann sind die größeren Germanen ihren Gegnern überlegen. Doch wo ein Römer fällt, rücken 2 Römer nach. Der germanische Angriff gerät ins Stocken. Die Römer setzen ihre Reserven ein. Sie fassen die Germanen überraschend in der Flanke und zerschlagen ihre Keile. Da wandten die Germanen in ihrer Gesamtheit den Rücken und hielten in ihrer Flucht nicht eher ein, als bis sie zum Rhein gelangt waren. Berichtet Caesar über den Ausgang der Schlacht im Elsass. Der römische Feldherr hat gesiegt. Fast keiner der swebischen Krieger überlebt. Römische Disziplin erringt den Sieg über germanische Kühnheit.